Bereitest du dich aktuell auf das Goethe-Zertifikat C1 vor, aber du hast nicht das richtige Material? Kein Problem, ich helfe dir. Hallo, mein Name ist Sophie, ich bin deutsche Muttersprachlerin und zertifizierte Deutschlehrerin hier bei Home Studies. Und heute zeige ich dir das beste Material, um dich auf die Goethe-Prüfung C1 vorzubereiten. Los geht's! Wie du vielleicht weißt, hat sich das Goethe-Zertifikat C1 ein bisschen geändert. Wenn du übrigens ganz genau wissen willst, wie das Zertifikat aufgebaut ist, dann schau dir dieses Video dazu an, in dem ich dir erkläre, welche Änderungen es in dem Goethe-Zertifikat C1 gab. Jetzt zeige ich dir nur eine ganz kurze Zusammenfassung von den Aufgaben im Goethe-Zertifikat C1. Also, die Grundstruktur des Zertifikats ist immer noch die gleiche. Das bedeutet, es gibt Aufgaben zu den 4 Fertigkeiten. Die 4 Fertigkeiten sind Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Bei dem Leseteil gibt es insgesamt 4 Lesetexte. Beim Hörverstehen gibt es auch 4 Hörtexte. Es gibt 2 Schreibaufgaben und 2 Sprechaufgaben. Wie kannst du dich also am besten auf dieses Zertifikat vorbereiten? Welche Materialien kannst du benutzen? Wie du vielleicht schon weißt, gibt es auf der Internetseite des Goethe-Instituts kostenlose Modell- und Übungssätze. Was bedeutet das? Das sind PDF-Dateien, die du auf der Internetseite des Goethe-Instituts findest und die dir dabei helfen, dich auf deine Prüfung vorzubereiten. Ja? Es gibt also die Kategorie C1, Übungssatz, und hier findest du ein Paket mit Übungen. Das Problem ist allerdings, dass diese Modellsätze begrenzt sind. Ja, es gibt also nicht unendlich viele, sind limitiert, und jede Fertigkeit, also Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen, kann immer nur einmal gemacht werden mit diesem Übungssatz. Und das reicht oft natürlich nicht als Vorbereitung. Ja, wir brauchen viel mehr Aufgaben, wir müssen viel mehr Lesetexte haben, viel mehr Hörtexte und viel mehr Schreibaufgaben. Aus diesem Grund empfehle ich dir die Vielfalt-Werke vom Huber Verlag. Es gibt Vielfalt C1.1 und Vielfalt C1.2. Das Schöne an diesen 2 Lehrwerken ist, dass sie total modern sind. Sie berücksichtigen schon die Änderungen im Goethe-Zertifikat. Ja, das heißt, das, was das Goethe-Zertifikat verlangt, findest du in diesen 2 schönen Lehrwerken. Außerdem gibt es direkt auf den ersten Seiten eine Auflistung mit allen Themen und der relevanten C1-Grammatik. Hier sehen wir, es gibt zum Beispiel Lektionen zum Thema Modalpartikeln, Nomen-Verbverbindungen oder Präpositionen mit dem Genitiv. Übrigens gibt es auch von uns bei Home Studies ein Video zu den Präpositionen mit dem Genitiv. Das findest du gleich hier. Und diese 2 schönen Lehrwerke zeigen dir auch, wie man sie benutzen soll. Das Ganze heißt Wegweiser. Ein Wegweiser ist normalerweise eine Person oder ein Objekt, das dir hilft, dich auf dem Weg zurechtzufinden, den richtigen Weg zu finden. Ja? Und das machen diese Bücher auch. Also neben dem Inhaltsverzeichnis gibt es auch einen Wegweiser, der dir erklärt, wie das Buch strukturiert ist und was die verschiedenen Symbole bedeuten. Aber ich möchte gar nicht mehr so viel sprechen, sondern dir viel lieber einen Vorgeschmack auf eine der Übungen geben.
Denn der erste Hörtext im Goethe-Zertifikat C1 kann zum Beispiel eine Folge aus einem Podcast sein. Und auch die Vielfaltwerke von Huber haben genau diese Aufgabe. Lass uns deswegen diesen Hörtext aus dem Huber-Lehrwerk C1 zusammen machen und schauen, ob du alles richtig beantworten kannst. Lass uns starten. Hörverstehen-Aufgabe, und bevor ich alle Funktionalitäten erkläre in diesem schönen interaktiven Lehrwerk, lesen wir doch einfach zuerst einmal die Aufgabe 2a. Lesen Sie die Informationen und hören Sie Teil 1 des Podcasts. Was erfahren Sie über Dennis und Michel? Sprechen Sie im Kurs. Können jetzt leider nicht alle zusammen sprechen, aber wir hören natürlich trotzdem in den ersten Teil des Podcasts. Und wie kann ich also jetzt den ersten Teil hören? Starten wir doch einfach mal hier mit den kleinen Elementen, die ihr hier oben seht. Dieser Stift ist ein Marker, denn ich kann im Lehrwerk also direkt markieren. Ich kann kommentieren. Ich kann zum Beispiel hier einen Kommentar lassen und Hallo schreiben. Ich kann einen Text schreiben. Hallo, das ist ein Podcast. Und ich kann auch mit einem Stift schreiben. Ja? Und hier sehen wir, ich verschiebe mal unseren Kommentar lieber, dann ist es besser sichtbar. Und hier sehen wir, das, was ich gerade mit meinem Stift umkreist habe, sehen wir einen Lautsprecher. Der Lautsprecher zeigt, dass hier eine Höraufgabe ist. Das bedeutet, Teil Nummer 1 von unserer Höraufgabe beginnt also hier. Was funktioniert noch? Ich kann natürlich auch alles wieder löschen. Ich drücke auf den Mülleimer und kann alle meine Markierungen, meine Kommentare, ich kann alles löschen. Wir starten jetzt also mit dem ersten Hörteil des Podcasts und die Frage ist also, ich markiere sie jetzt noch einmal für euch, was erfahren wir über Dennis und Michel? Ja, es gibt schon ein kleines Foto von dem Podcast, ja, Generationengespräche, Dennis Oser und Michel Maui. Das ist die Folge 83 und sie sprechen über. Lasst uns doch einmal hören, wer die beiden sind und worüber sie in ihrer 83. Podcast-Folge sprechen. Generationengespräche. Hallo, hier sind wir wieder. Ich bin Dennis. Und ich bin Michel. Für die, die uns noch nicht kennen, Dennis ist 34, ich bin knapp über 60, 62 um genau zu sein. Wir könnten also theoretisch Vater und Sohn sein. Sind wir aber nicht. Sondern Michel ist mein lieber Kollege. Der Altersunterschied spielt aber trotzdem manchmal eine Rolle in unserem Podcast. Denn wir sprechen jede Woche über ein anderes Thema aus der Perspektive unserer unterschiedlichen Generationen. Die manchmal so unterschiedlich gar nicht sind, oder, Dennis? Ja, das stimmt. Ich bin schon gespannt, wie das bei unserem heutigen Thema sein wird. Michel, erzähl doch mal unserem Publikum, worüber wir heute sprechen wollen. Heute geht's bei uns um ganz große Themen. Wir sprechen über Freundschaften, über Familie und Kinder. Dennis, welche Rolle spielen Freundschaften in deinem Leben? Was haben wir also über Dennis und Michel erfahren? Schreibt es unbedingt in die Kommentare und sagt mir, was ihr verstanden habt. Wir machen direkt weiter mit Teil Nummer 2 und wir lesen natürlich zuerst einmal die Aufgabe. Was müssen wir eigentlich machen? Lesen Sie die Sätze 1 bis 5. Okay, 1 bis 5. Und hören Sie Teil 2 des Podcasts. Teil 2. Wer passt?
Dennis oder Michel? Notieren Sie. Vergleichen Sie dann Ihre Ergebnisse zu zweit. Wir hören jetzt also Teil 2 des Podcasts und müssen entscheiden, wer von den beiden, also wer von Dennis und Michel, sagt die Aussagen 1 bis 5. Bevor wir also starten, lesen wir erstmal die Aussagen zusammen. Aussage 1 ist: teilt mit seiner Familie nicht mehr so viel Alltag, weil er in einer anderen Stadt lebt. Wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir? Wir lesen nicht einfach nur die Aussagen, nein, wir markieren wichtige Wörter. Warum machen wir das? Wir machen das, damit wir beim Hören, also wenn wir gleich die Folge hören, können wir uns auf wichtige Wörter konzentrieren. Wenn wir dieses Wort hören, dann wissen wir, sagt das Michel oder sagt das Dennis? Also teilt mit seiner Familie nicht mehr so viel Alltag. Also mit Familie nicht mehr so viel Alltag, das ist wichtig. Und weil er in einer anderen Stadt lebt, er lebt in anderer Stadt. Perfekt, das reicht schon. Weiter geht's bei 2. Hat erlebt, dass sich manche Freunde zurückgezogen haben, als sie Kinder bekommen haben. Okay, also Freunde zurückgezogen und Kinder bekommen. Das ist wichtig. Nummer 3 ist der Meinung, dass Freundschaften zwischen Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder schwierig sein können. Was markieren wir hier? Was ist wichtig? So Freundschaften zwischen Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder und schwierig sein können. Es können auch ganze Satzteile sein. Dann hat gelesen, dass sich in Umbruchsphasen des Lebens oft die Freundeskreise verändern. Also in Umbruchsphasen Freundeskreise verändern. Was ist eine Umbruchphase? Eine Umbruchphase ist ein Moment oder eine Phase im Leben, in der es eine große Veränderung gibt. Ja, zum Beispiel eine Geburt, eine Hochzeit, ja, ein großer Umzug, eine Reise ins Ausland. Ja, es wird also etwas verändert, es gibt einen Bruch in der Normalität und es kommt etwas Neues. Und dann Nummer 5, hält gemeinsame Interessen und Kompromissbereitschaft für Voraussetzungen für eine gute Freundschaft. Also gemeinsame Interessen, Kompromissbereitschaft, gute Freundschaft, ja, und vielleicht auch noch Voraussetzungen. Bevor wir mit dem Hören starten, möchte ich euch noch zeigen, was dieses schöne interaktive Lehrbuch auch kann. Wir können auch auf dieses Symbol klicken, das Buch mit dem Finger, und wir sehen hier, dass Audiodatei und Fragen plus mögliche Antworten schon sehr schön komprimiert, also zusammengefasst sind. Das heißt, ich könnte hier auch direkt die Antwort wählen. Aber wir haben ja jetzt so schön hier unsere Wörter unterstrichen und das möchten wir auch nutzen. Ja, wir möchten uns auf diese Wörter konzentrieren. Aus diesem Grund nutze ich einfach die Schreibfunktion und kann gleich hier in die Kreise D oder M schreiben. Dann starten wir mit Teil 2. Dennis, welche Rolle spielen Freundschaften in deinem Leben? Meine Freunde sind mir super wichtig. Gerade mein enger Freundeskreis aus dem Studium ist für mich wie Familie. Ich kann meinen Freunden alles anvertrauen und mich in jeder Situation auf sie verlassen. Das klingt schön, weil du die Familie ansprichst. Du hast ja auch Geschwister. Würdest du sagen, dass deine Beziehung zu deinen Freunden enger ist als die zu deinen Geschwistern? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das kommt auch daher, dass meine Geschwister und ich inzwischen alle in verschiedenen Städten leben. Dadurch sieht man sich halt nicht so oft. Mit meinen Freunden teile ich mehr Alltag als mit meiner Familie. Das schweißt zusammen. Wie ist das denn bei dir? Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie, auch wenn wir uns natürlich nicht so oft sehen. Mit meinen Töchtern, sie sind inzwischen beide erwachsen, telefoniere ich mindestens einmal die Woche. Und ich würde sagen, dass ich einen kleinen, aber sehr stabilen Freundeskreis habe.
Und hat sich das im Laufe deines Lebens verändert? Es ist ja zum Beispiel oft so, dass Freundschaften erstmal in den Hintergrund rücken, wenn Kinder kommen. Wir, also meine Ex-Frau und ich, haben uns immer Mühe gegeben, unsere Freundschaften zu pflegen, auch als unsere Töchter geboren wurden. Aber es stimmt schon, was du sagst. Einige Leute in unserem Freundeskreis haben sich in dieser Lebensphase tatsächlich sehr ins Familienleben zurückgezogen. Vielleicht ist das auch ein Unterschied zu deiner Generation heute. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist. Ich habe neulich eine Studie gelesen. Da ging es darum, dass in Deutschland viele Menschen Freunde verlieren, wenn sie um die 30 sind. Weil eben in diesem Alter viele Leute Kinder kriegen und dann einfach weniger Zeit haben. Erst nach circa 10 Jahren gleicht sich das wieder aus und die Zahl der Freundschaften steigt wieder. Das entspricht ja eigentlich auch deinen Erfahrungen, oder? Das stimmt. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, ob die anderen im Freundeskreis selbst Kinder haben oder nicht. Wenn du Kinder hast, unterscheidet sich dein Alltag sehr von dem deiner kinderlosen Freunde. Die Interessen verändern sich. Da kann es passieren, dass man sich auseinanderlebt. Andererseits kommen dann auch neue Freundschaften dazu. Du lernst ja dann auch über deine Kinder andere Menschen kennen. Auf dem Spielplatz, im Kindergarten, in der Schule. Zum Beispiel ist der Vater von einer Schulfreundin meiner älteren Tochter bis heute mein engster Freund. Wir haben uns vor 25 Jahren auf einem Elternabend in der Schule kennengelernt. Wie nett. Das passt auch zu einem anderen Ergebnis der Studie. Dort heißt es, dass Erwachsene in Umbruchssituationen im Leben, wie zum Beispiel zu Beginn des Studiums, zu Beginn einer neuen Arbeit oder halt auch, wenn Kinder geboren werden, oft neue Freunde finden. Es gibt sozusagen einen Wechsel im Freundeskreis. Einige gehen, andere kommen neu dazu. Absolut. Ich glaube, man kann in jeder Lebensphase gute Freunde haben, vorausgesetzt, dass man Interessen teilt und bereit ist, Kompromisse einzugehen. Manche Freundschaften halten ewig und andere sind eben für eine bestimmte Zeit. Ich denke, das muss man akzeptieren, sonst wird man enttäuscht. Das klingt nach einer sehr gesunden Haltung. Ich wollte auch noch über was anderes mit dir sprechen. Und konntest du hören, wer die letzte Aussage gesagt hat? Schreib es bitte auch unbedingt in die Kommentare. Du siehst also, dieses Lehrwerk ist super, um selbstständig zu lernen. Falls du aber noch mehr Unterstützung möchtest, dann kann ich dir sagen, dass auch ich dieses Lehrwerk in dem Goethe C1 Vorbereitungskurs benutze. Du kannst jetzt schon deine erste Probestunde buchen und wir können also noch eine andere Aufgabe aus diesem Lehrwerk machen. Ich freue mich auf dich und bis bald.